Ihr seht das große Grinsen bei mir. Meine Kindheitserinnerungen haben uns jetzt doch hier an den Stand geführt und wir spielen Timescribe. Heroescape ist ein Spiel, was ich in meiner Vergangenheit so richtig gerne gespielt habe und jetzt wird Timestrike hier gezockt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir es wirklich hinkriegen. Hi, thank you very much that we can test this game. Thank you. Thanks for playing. This is Timestrike, our boss battle royale. It's a RPG-like battle where you're fighting each other, but you're also trying to defeat the giant boss in the middle of the board who's trying to wipe everyone out. So while you can, knock each other out of the game, the boss can knock everybody out of the game. Also hier haben wir ein großes Battle Royale, wo wir gegeneinander antreten und das eben in Rollenspielmanier. Und hier ist noch ein großer Weltenboss in der Mitte, der uns aber auch alle vom Board einfach kloppen kann. Also ist gar nicht gesagt, dass einer von uns gewinnt, wenn das dicke Ding da gewinnt. Ich liebe das so sehr, ich finde es so spannend. It's so interesting to have like all of us, like factions, and then this neutral creature we need to watch out for. Also diese neutrale Kreatur, auf die wir aufpassen müssen. It's a pretty interesting gaming concept. Why did you choose that kind of approach? So a lot of games have things like capture the flag or domination or some point style. All of our game modes are built into our bosses. So we have 4 different bosses in development. This one specifically has its own unique mechanics. So throughout the game, he'll be spawning these tentacles that will make the board more and more dangerous, and also be spreading curses to all our characters, reducing all of our stats and giving us different ailments. Future characters or future bosses will have different mechanics so that every time you play, it's not just picking a game mode, but it's picking an entirely new creature. What's the name of the world boss? So this is Spear, and our first box is coming out as Shadow of Fear, because it's all based around the concept of fear, and he's from the Fallen universe, which is also where Jake Allen and Legion are from. Der Weltenboss heißt Fear oder eben Angst und dann gibt es auch noch Shadow, Schatten. Und diese ganzen Helden und Weltenbosse, die gehören eben aus Sets zusammen. Also mein Charakter Jake Allen, ich zeige euch den mal, sieht für mich aus wie ein Kleriker oder ein Paladin, wenn wir gleich mal genau fragen. Der gehört zum Beispiel auch genau aus dieser Welt. Ja, und alle starten ja mit einem Charakter, der von den Personen kontrolliert wird. Ich habe hier 2 Scavenger, ja, die sind irgendwie Bros und mit denen werde ich gleich über die Gegend laufen und I need to ask this very important question. What kind of cutie is he or she? So that cutie is actually controlled by the boss. So the boss will spawn monsters throughout the game, starting with these little beasts, Redar and Magi. Throughout the game, he'll start spawning in larger creatures like this Flamavin here or Abaddon, and all of these creatures are tameable by mechanics in the game. So not only can you attack them, but you can tame them and make them part of your team. That's so cool, he just said, oder er hat gerade gesagt in Deutsch, dass diese Kreaturen, diese süße Kreatur oder dieser Phönix aussehende Kreatur, die man anscheinend auch reiten kann, spannend, mal gucken, was passiert. Die kann man besiegen und bekämpfen oder auch zähmen innerhalb des Kampfes. Die werden beschworen von diesem Boss im Laufe des Spiels. Mal gucken, wie das so aussehen wird. Okay, now we're sitting in front of this awesome and gorgeous looking game board, in front of these awesome and gorgeous looking creatures, which you hand-painted yourself? Yes, so some of these are hand-painted, but we're offering a pre-colored tier, which these are printed in color. 3D printed in color. So when we go to Kickstarter, we'll offer our gray version and then our 3D printed pre-colored versions. Also, manche Figuren sind hier bemalt, aber es werden auch in dem Kickstarter schon vorbemalte Figuren verkauft. Da werden 4 Farben eben dann benutzt, damit ihr die auch wirklich so genial auf euer Board bekommt. Okay, I can't wait. How do we start playing? So, I'll take the first turn since we're playing 3 players and I'll show you the ropes. So this is very much an RPG. There's fishing, there's mining, there's trading, you can climb the sentience, you can tame monsters. So what we're gonna do is I'll go through my turn and then I'll help you guys go through your turns and explore all the possibilities throughout the game. Wir können also mehrere Aktionen hier machen. Wir können tatsächlich fischen, wir können uns hier bewegen, wir können minern. Und er wird jetzt den ersten Zug eben vormachen und dann werden wir hoffentlich verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Das ist auch unsere erste Runde. Alright, so let's get started. So I have the Mana Worms. The Mana Worms are a 3-unit character, so I can play all 3 of them at once. Er spielt die Mana-Würme und das sind 3 Charaktere auf einmal. Das heißt, das, was ihr gerade in der Kamera seht, hat er 3-mal hier. So I have a move of 4, and throughout the game you'll be checking your character board for stats like move, range, attack, defense, skills, your health. There's lots of different stats that are associated on your character board.
So at first I'm going to move my 3 different mana worms into different places so that they can do different actions. So Ihr seht die Werte hier, ihr könnt euch bewegen, ihr habt eine ferne Attacke, ihr habt einen Nahkampfangriffe und ihr habt einen Defense-Wert. Also würdet ihr jetzt als erstes seinen Wert von Move benutzen, um seine Mana-Würme zu bewegen. So first I'm going to move this character since I have 4 move, and they also have the ability to fly. So they can fly over water, they can fly up edges. So I can go 1, 2, 3, and the first thing I'm going to do, which is my favorite thing to do, is fish. So fish in this game help you heal and add buffs to your character, but also remove curses. Also was er gerade tut ist, er ist da hochgesprungen und würfelt jetzt Natural gerade 20. einen Crit. So I got a fish, and I'm going to immediately use it to give myself the attack buff, which increases my attack by 1. Also er hat gerade gefischt, er hat gewürfelt, um zu fischen und hat es dadurch einen Fisch ziehen dürfen. Und durch diesen Fisch bekommt er einen Attack-Buff. Er nimmt dieses blaue Kästchen darunter und bekommt eine +1. All right, now my second move is going to be 1, 2, 3. Now he is going to attack the sentience. And every time you attack any of what we call the lost characters, which are the sentients and all of his monsters, you can get loot, like health potions, time scrolls, different pieces of gear. We'll see what we come up with. So what I'm going to do is I'm going to look at my attack number, which is 2. And since my base is higher than my target, I get height advantage, so that's 3. Er hat also höheren Grund, er steht höher als sein Gegner, er hat einen Basiswert von 2 und da er höher ist, ja, hat er 3 Attacken, aber er würfelt 3 Schilde, das scheint nicht gut zu sein. So I rolled all defense, so I didn't get any hits in. But could he hit you back? He will, at the end of every turn, and this is probably the most important part, at the end of every turn, we're going to draw one of his cards and he's going to go. However, he doesn't just go on his own, one of us controls him. So whoever's highest on his back gets to control the sentience. So while we're doing all these other things, you also want to get on his back and start fighting up there to see who gets to control the next card. If nobody has control, then we'll roll d20s to see who gets to do it. Okay, awesome. What's your turn? What else is there to do in your turn? The last thing I could do, since I have 3 characters, so each of these characters has 1 energy. Your characters have a little bit more energy on the board, so they can do more actions. So I've done a fish, I've done an attack, and then I'm going to try to tame this red R here. Die wichtige Frage, also das, was er gerade noch auf Englisch beantwortet hat, der Weltenboss, der wird auch noch zurückhauen, das macht er aber gleich in seinem Zug. Und wichtig ist auch, dass in diesem Zug können wir auch Kontrolle über den kriegen und da sind diese verschiedenen Stufen hier drauf, ja, die ihr hier seht und wer da am höchsten ist, der kann eben Kontrolle über diesen Weltenboss nehmen. Wenn da keiner drauf ist, dann entscheidet ein Würfel. So I failed to tame him, which means I took some damage. So when you try to tame a monster, essentially you have to defend an attack from them, and anything you don't defend, you'll take damage on, which I took 2. So I failed to tame, I failed to attack, but I did get a successful fish right off the bat. So now it's your turn. But it sounds like a pretty bad turn you just had. Yeah. Okay. Yeah, I probably could have used, started in a different spot and used different things. I probably could have got on his back, and I probably shouldn't have tried to tame on this card because his stats change every turn. So as you go through his deck, it raises different opportunities to tame monsters, attack them as well. Okay, also, was ich jetzt tun wollen würde, weil ich habe ja, vielleicht können wir ganz kurz einmal nochmal meine Stats zeigen. Ich bin der Scavenger und wir sind so zu zweit. Das heißt, es sind 2 Savages. Und wir haben da wie die 4 Stats, wir haben Movement, wir haben Range, wir haben Attack und Defense. Und unten sieht man nochmal, welche Miniaturen ich spiele. Und can I move both of them? Yes, independently? So it's all fluid. You can move 2 spaces, move another 2 spaces, and you can also perform actions in between your move. So each of your characters has 2 actions they can perform, and each of them has 4 moves that they can move. Okay, so I could, in theory, move my right one on top of this sphere, right? Yeah, so it would be 2 moves to get here. And then you would spend 1 action point to do the climb sentience action, what would get you on the first tier. And how many action points do I have? You have 4 total, so you have 2 split, 2 for each of your characters. Okay, also ich möchte jetzt gerne mit ihm einmal mich 4 bewegen. 1, 2, 3, 4. Nope. Oh. The act of climbing him is an action. Okay, so... Yeah, so you move 1, 2, 2, and then 1 energy to get up. Sorry, to here. Und dann eine Energie ausgeben, um auf das erste Feld zu kommen. So this would be the turn for this fallen. Yeah.
So yeah, that's your turn. No, you would play both characters. Yeah, okay, but this one is finished now. He has one more action he can take. So What could I do? So you move, which you can always move, but your one action was climbing. Now you can attack him. You could try to do enough damage to penetrate his armor. However, he's very defensive this turn, so you couldn't even hit him with that character at the moment. Maybe next turn his defense will go down and you can hit him. But Daniel, right now you can... Sorry. Daniel hat also noch eine Aktion über. Für das Klettern musste er da hoch. Und jetzt sehen wir, er könnte jetzt das Monster angreifen. Aber man sieht hier drin, der ist in dieser Runde wirklich ja gewappnet. Und seine Defense ist da auf 2 oben. Das heißt, hier bei 4, das ändert sich auch von Runde zu Runde. Ja, ich habe nur eine Attack leider. Deswegen kann ich keinen Schaden machen. So, this one will stay up there. Yeah. Ich werde ihn da stehen lassen. But the second one can in theory either go there or I could just hit you, right? Yes, you could come right after me, or you have the option to go mine this and fish here. Oh, then, ich habe die 2 Optionen, Leute. Ich kann entweder hier zum Mana-Wurm von unserem guten Freund und ihn hauen, oder ich gehe minen und fischen und ich glaube, mich da ein bisschen zu wappnen für den Kampf ist klug. So let's go mining and fishing. Okay, so move right next to the gold mine, and you're just going to pick it up off the board. And then you place it in your character's inventory. So what you can do with that is whenever you want to, you can use it to place 3 roads into the board, and roads will help you move through the board faster. So you can start building onto the map immediately. And there's also walls that we'll have later on that you can start building like fortresses and things during the game as well with material. Okay, also das Spiel ist so groß in Scope, ja, dass ich jetzt hier gerade minen konnte, also gerade hier dieses Erz abbauen und jetzt kann ich, wann immer ich möchte, as an action, right? Yes, mining was an action and then fishing will be an action. And placing those will also be an action. It will not, it's just the cost of the material. Okay, das heißt, es ist nicht mal eine Aktion. Ich kann, wann immer ich möchte, 3 von diesen Steinen benutzen, um Straßen zu bauen, um mich dann besser fortzubewegen auf dem Feld. Aber ich habe ja noch ein bisschen Movement und eine Aktion über, also gehe ich noch ein Feld weiter und werde fischen. How do I fish? So a fish is a simple D20 roll. So as long as you get a 10 and up, you'll be able to draw a fish. Okay, wenn ich jetzt 10 oder höher kriege, kann ich einen Fisch ziehen, Leute. Let's go. 18. So that one is a crab. It lets you heal for 2, buff once, or remove a curse. Okay, diese Krabbe erlaubt mir, mich für 2 zu heilen, mich zu buffen einmal oder einen Fluch zu entfernen. How long do buffs last? They are indefinite until you get cursed. So a curse removes a buff removes a curse. Okay, dann würde ich mal sagen, ich lasse mich segnen, ja, von dieser Krabbe. The crab will like buff me. What does she give me? You can choose. So I would probably just take the attack buff. Okay. To increase your attack number. Okay, ich habe jetzt auch, wie er es gemacht hat, einen blauen Quader weggenommen, habe jetzt +1 auf Attack on both of my units. Yes. Okay, auf beiden meinen Einheiten +2. Wenn ihr Fragen habt oder euch das irgendwie zu schnell gehen sollte hier, fragt auf jeden Fall im Chat nach, denn wir sitzen an der Quelle der Weisheit. Das wäre auch eine super Karte, um das hier noch zu erweitern. Dann haben wir Shadow 4 und die Quelle der Weisheit, ne? Ja, genau. Okay, my turn. I'm playing Jake Allen. You have 3 energy, so you can do 3 different actions. It's an energy boy. Also ich habe hier oben eine Energie von 3, das heißt, ich kann 3 verschiedene Aktionen durchführen. Ich habe ein Movement von 5 und ich will euch ja auch so ein paar Dinge zeigen. Also werde ich seinen Würmern jetzt, glaube ich, hier mal gleich ja, eine draufhauen. Ne? So, ich gehe mit meiner ersten Aktion, gehe ich bis ans Wasser. 1, 2, 3. And I come next to you. Okay, so there's 2 things you could have done. Since you have 3 energy, what I'm going to recommend is these are also mineable, so you could have mined this on the way. So that would be 1 action. Okay. Mm-hmm. All right. The second one I'm going to say is you could have fished on the way, so you should try to get a fish and see if you can get a buff as well. Okay, I can't fish if I stand right next to you. Correct. If you're engaged in combat, it limits the amount of actions you can do. Okay, er hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich ja 3 Aktionen habe und wenn ich mich direkt neben ihn stelle, dann kann ich nur noch angreifen und alle anderen Aktionen sind nicht mehr da. Deshalb kann ich beim Gehen hier an diesem Minerfeld vorbeikommen, kann hier mein Erz abbauen, damit ich das auch habe. Halt hier nochmal am Wasser und werfe meine Angelrute da rein und versuche zu fischen. Dafür werfe ich hier jetzt den W20. Hey, you got it. 10 and up. And I got it.
Und ich habe einen Scapefish und den kann ich wegschmeißen nach dem Nutzen. Heals his unit for 1 health or add a buff to his unit or remove a curse. Also auch da, ich kann mich heilen, mich buffen oder einen Fluch entfernen. Ich würde mich gerne, I would like to buff this unit. You're just going to use this and you're going to choose which buff you want, which I'd probably recommend as well since you're going to attack me. Yeah, I want to attack you. Buff. So the blue column. The blue column? Yeah. And we'll get into the yellow column next. Okay, so I got the blue column and then I come right next to you. And for your third action, you're going to attack smash your face. How it's going? I'm going to recommend one extra thing to help you. Since you have a material, you're going to build a road. Das wird immer wilder hier. And now you have height advantage on me, so you can attack with one additional dice. It's like Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker. Yes, you have the high ground. Ja, so, damit ich den Higher Ground hier bekomme, kann ich jetzt hier das, was ich hier wunderbar abgebaut habe, direkt schon nutzen, um mir eine Straße zu bauen. Stehe höher als er und dann werde ich ihm ja freundlich darauf hinweisen, dass ich höher stehe und dann haue ich von oben runter. Okay. So now you're going to take 2, 3 dice plus 1 more for height, so 4 dice total. Okay, ich nehme 3, weil ich mich gebufft habe. Ich hätte 2 schon so in meiner Attacke gehabt. Ich bin gebufft, wie ihr seht. Ich bekomme +1. Plus ich habe eben den Higher Ground. Ich stehe höher, also bekomme ich noch einen Würfel dazu. Und die 4 smash ich jetzt hier aufs Board. Wir gucken, was ich habe. Ich habe 2 Hits, 2 Schaden. I have to roll my defense, which is 3. 1 block. So you did 1 damage to me. Okay, ein Schaden geht durch, weil er hat ein Schild geworfen und ich habe 2 Schaden geworfen. So, einen Schaden hat er bekommen und er hat schon 3. Das heißt, er steht noch bei 6. Right now. Mhm. Okay. So, that's the end of a round. So fear gets to go. So, since you are the highest on fear, you get to do what you want with this card. So I'll just read through it and you can do the actions. Yeah. Let's show the card in the camera while you read through it, maybe. Oh, you can't read while we show the... Okay. Yeah. It's Tentacle Thrash. Yeah. And there are more step 1 to 5. Yes. So step 1 is fear is going to target all units within within his range, which is 2 right now, and deal add 1 attack per tentacle. 2 attack to everyone in range of him. Okay, step 1. I'm going to get attacked for 2, and it's just... And you're gonna get attacked for 2, because we're close to him. Okay, der erste Schritt, dass er in seiner Reichweite 2 Charaktere angreift und er greift den Wurm an und er greift einen von Daniels Legions an. So you can go ahead and grab 2 defense dice. Und die müssen jetzt verteidigen. And he automatically hits for 2. So you have to block at least 2 to not take damage. So I got hit for 2. Do I have a defense? Yes, you have 1 defense, so you only take 1 damage. Beide haben gewürfelt. Sie kriegen aber definitiv 2 Schaden. Das ist das, was ausgewürfelt wird. Daniel hat ein Schild gewürfelt, also wird einer davon abgezogen. Also geht er ein Schaden drauf. So, the second thing that happens is you are now first in turn order because you have control of fear. So the next time we start, it's going to go around from you first. Das heißt, der nächste Schritt wäre... Oh, das heißt, der nächste Schritt wäre, weil ich... Also zum einen habe ich jetzt angegriffen, so. Jetzt zum anderen ist der Vorteil, dass ich ihn steuere, dass ich als nächstes die Runde beginne. Ich habe die Initiative, weil ich ihn gerade reite. What's the next? The next thing is everyone's going to get knocked off of fear, which is just you. So you can pick a spot next to fear to place your character here, Legion. Okay, das dritte ist, alle werden runtergeschmissen, der schüttelt sich und ich muss mich jetzt irgendwo platzieren, außen um ihn rum. Ich versuche auch mal, I can fly, right? So I could, in theory, place myself beside this. Yes. I wouldn't place yourself in lava, you'll take damage. But I fly. Yeah, but whenever you stop, you land. Oh, okay. Okay, then I just put myself here. In the water, yeah. So you're in the fine. water. The last thing you'll do is you're going to move fear anywhere in the world. Anywhere. So you could destroy the bridge over there, you could plop it on top of us, you could move him anywhere, and it flattens the ground. Okay, ich könnte jetzt als letztes Fear irgendwo hin moven auf dem ganzen Board. Entweder weit weg, sodass wir uns hier prügeln können, oder zu meinen Feinden. Und ich glaube, das werde ich tun. Ich würde Fear, I would put him, can I put it on you? Yes. So you want to put him, so he's going to destroy the road and flatten this area. Can I also put it on this one? Oh, yeah, you can. So now, in turn order, we get to place our characters back down.
So you can go, okay, you can go somewhere, then I can go somewhere. Der Weltenboss wird von Daniel freundlicherweise genau auf unsere Charaktere drauf gestompt. Ja, das heißt, der springt dahin. Wir müssen uns also verschieben. Ich schiebe mich hier hin, damit ich auf dem Higher Ground bleibe. Und der Wurm geht unten ins Wasser. So, Okay. there is one more part. So he's going to spawn a tentacle where he originally was, making him a little bit stronger, making the board a little bit more dangerous. And it's going to give us all our first quests. Er hat jetzt erstmal noch Tentakeln gespawnt, um noch gefährlicher zu werden. Und jetzt kriegen wir unsere erste Quest. Da gucken wir mal drauf. Awaken an Hourglass. Complete the quest below with any character on your team to earn the rewards. Das heißt, wenn wir die Quest abschließen, dann bekommen wir die Belohnung. Die Quest ist Inflict Damage to an enemy player unit. Das heißt, Schaden verteilen und schon kriege ich das Reward von Awaken this character, draw one loot card. Das heißt, ich darf den Character awaken. What is the meaning of awaken a character? So right now all the characters aren't updated, but all the characters will have this awakening chart right here, which are permanent stats that they'll get throughout the game. So once you awaken, you can awaken your attack and get a permanent stat, awaken your defense, awaken your move to increase the stats over time. Also wir können also unsere Fähigkeiten auf dem Board eben erwachen lassen. Das ist hier diese orangene Awaken-Reihe. Und so werden unsere Stats jedes Mal stärker mit den Quests, die wir hier erfüllen. Wow. I would love to end this part in this match. But it's how long is the game time? So the game time is about 35 to 45 minutes per player. We let you scale up however many players you want and however many characters you want. Obviously, the less on both sides, it'll take less time. The other way to scale it is to make him more dangerous by spawning lots more tentacles in the beginning of the game. So we'll recommend a setup that's 35 to 45, but you can really alter it to make it the game time you want it to be. Also das Krasse ist, was er gerade gesagt hat. Man kann mit so vielen Personen wie möglich hier spielen. Also solange Platz auf dem Board ist, können alle einen Charakter übernehmen oder halt eine Kreatur, also zwei Charaktere, die sich irgendwie hier ein Charaktertableau teilen und alle können gemeinsam spielen. Natürlich dauert es dann auch dementsprechend ein bisschen länger, je nachdem wie viele Leute mitspielen. How many characters can players expect in the game? So the first box is going to come with 8 draftable characters. It's going to come with 2 little beasts, and then 2 what we call brutes. So the beasts and the brutes are monsters that can be tamed and are summoned in by the sentience, which is fear. Okay. The other 8 characters are stuff that you can draft right at the beginning of the game. Okay, also wir haben 8 spielbare Charaktere mit den Charaktertableaus, wie sie auch gerade gespielt haben. Die werden in einem Drafting-Prozess ausgewählt am Anfang eines Spiels. Und dazu kommen nochmal 2 kleine und 2 große Kreaturen, einmal die Animals und die Brutes, die wir dann zähmen können oder besiegen können während des Spiels. And what I see over there, you're going live on Kickstarter on October the 24th this year. Yes, so just a few weeks away, you'll be able to buy Source, which is the board system itself, or Source with Time Strike. So you get the first game that we'll be producing, and we have about 4 different games in development for the Source system. Das heißt, Source ist auf Kickstarter, das ist das System an sich, das Board, und Time Strike, eins eben der ersten Spiele, die ihr hier da kaufen könnt. Auf Kickstarter, 24. Oktober, guckt drauf, es sind insgesamt 4 verschiedene, die ihr euch da angucken könnt. Also die Auswahl ist hier immens. And what kind of price can backers expect from the game? So we do not have final pricing yet, but I can give you some ballparks. Just the board itself with the edges, the tiles, and the hexes is going to be between 45 and 55 euros, somewhere around there. And then with Time Strike, you're looking at closer to over about 105 to 110 euros. I imagine it being more, to be honest. Also er hat gerade gesagt, mit dem Board alleine wären es so 40 bis 50 Euro und mit Time Strike und dem Board sind wir bei 105, 110, 120 Euro. Also ganz ehrlich, bin ja Miniaturenspieler, ich bin erfahrener Kickstarter-Backer und ich habe um einiges mehr. I thought it would be a lot more, to be honest. We have tried very hard to get this price down. One of our goals is to be a more accessible market. There's a lot of wargaming and stuff that we feel like costs a lot more. So we just felt like there was a market that was unserved. So we spent a lot of time making all the adjustments we needed to get the price down as much as possible for both the board and for the rest of the system. Ja, ist einfach Ehre. Also die haben wirklich versucht, so wenig wie möglich Kosten quasi für die KundInnen zu erzeugen und ein
ein Spiel zu erzeugen, ein Projekt, was man auf jeden Fall auch für einen kleinen Obolus sich mal nach Hause holen kann. Ich bin absolut gehypt. Ich hätte jetzt richtig Bock, das noch weiterzumachen. Bei uns im Stream geht's weiter und da habe ich auch Bock drauf. Denn wir gehen jetzt gleich zum Meet and Play. Ja? Und da treffen sich die ganzen Content-Kreatoren mit euch, mit der Community. Und da wird auch fröhlich gezockt. Das heißt, die zocken da zusammen und da gehen wir mit der Kamera mal hin, gucken, wer alles da so an Content-Creator-Prominenz ist und welche coole Community da ist. Und da werden wir alles mal gemeinsam spielen. Und wir schnacken noch einen Augenblick und müssen umbauen und dann geht's da gleich hin. Thank you very much. Thank you. All right, are we starting the next round, or? We start very quick round. Well, why don't we just battle it out?